Take 24 und bitte. Hallo. Hallo. Ey, Sophia, hast du nicht mal Bock, was zu machen? Hey, voll. Lass mal ihn zusammenschlagen gehen oder so. Nein, heute ist doch das Nintendo Labo Event hier in Hamburg. Da können wir doch hingehen. Ja, das ist auch ganz geil. Lass losgehen. Okay, cool. Labo nennt sich Nintendos neuester Angriff auf die Kreativzentren angehender Gamer und die Geldbörsen ihrer Eltern. Lara, weißt du, was wir basteln? Nein, was basteln? Wir basteln jetzt das RC-Auto. Das Konzept vereint Bastelbögen aus Pappe mit der Technik der Nintendo Switch. Per Bauanleitung auf dem Switch-Bildschirm steckt und faltet man die Figuren zusammen, die dann mit den Joy-Cons und dem Switch-Bildschirm kombinierbar sind. Tja, und dabei kommt dann unter anderem das hier raus. Ey, Ilias, geh mal weg mit deinem Lauf. Sieht erstmal unspektakulär aus, durch die Vibration der Joy-Cons kann man die Pappkameraden aber steuern. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Schmeiß ihn runter, Lara. Lara, los, ja. Guck. Ja. Achtung, los. Oh, Lara. So ein Einleiten. Nein, gegenrotieren. Nein, ja. Wie konnte das passieren? Wir haben jetzt den RC-Racer gebaut. Das ist natürlich nicht das Einzige, was man machen kann. Es gibt noch viel mehr andere Sets und die schauen wir uns im Spielebereich an. 70 € für das sogenannte Multiset ist für einen Haufen Pappe ein stolzer Preis. Neben dem RC-Auto gibt es aber noch andere Pappbögen, die zu 4 weiteren Kreationen zusammengebastelt werden können. Sowohl die Angel als auch das Motorrad funktionieren hauptsächlich über Bewegungssteuerung. 41 cm Makrele habe ich geangelt. Haus und Klavier funktionieren dann eher über Tasten und Schalter. Also, man wird erst kurz eingezählt mit dem Metronom. Aber das ist noch eine Aufnahme. Und dann dabei. kommt eine Aufnahme von vorhin, die können wir uns gerne anschauen. Das ist Happy Birthday. Die dazugehörigen Spiele boten alle kurzweiligen Spaß. Viel Tiefgang konnten wir bislang aber nicht ausmachen. Etwas komplexer ist da schon der Roboter, der allerdings auch nur einzeln erhältlich und mit 80 € sogar noch teurer ist. Ilias, hallo. Hallo Sophia! Was hast du denn bereits entdecken können? Ich habe eben gerade den Roboter gespielt. Und das ist ein klein wenig was anderes, als man vom Rest so kennt. Beim Rest, da baust du erstmal ein bisschen auf und da hast du das halt ein klein in deiner Hand. Und hier hast du halt so eine VR-ähnliche Erfahrung. Dass du halt wirklich den Rucksack aufziehst, du hast diese Linse, die du halt vorhast. Und dann bist du halt wirklich der Roboter und kannst dich halt 1:1 durch diese Welt bewegen. Und das ist tatsächlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die Technik ist schon ziemlich faszinierend. Mit ein paar Schnüren und ein bisschen Pappe werden die Bewegungen von Armen, Beinen und sogar die Position des Körpers ins Spiel übertragen. In der Praxis funktioniert das leider etwas hakelig. Der Roboter ist tatsächlich schwierig, weil es gab ja auch diesen Modus, wo man das Bein und den Arm heben sollte und es hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Nach dem ersten Eindruck sind wir noch etwas zwiegespalten. Für Kinder mag Labo einige tolle Spielkonzepte beinhalten. Durch den fehlenden Tiefgang könnte die erste Faszination vor allem bei Erwachsenen aber schnell verfliegen. Ob sich unsere Zweifel bestätigen, werden wir wohl aber erst nach dem Release am 20. April herausfinden. Ja, wir sehen uns dann gleich wieder, ne? Ja, Komm. Als nächstes kommt ein Beitrag zu Bravo Team. Ein interessantes Spiel, nicht wahr, Sophia? Ja, geht ums Ballern. Tim, worum geht's nochmal in dem Spiel? Ums Ballern. Aha, sonst noch was? Nee, mehr hat Micha nicht aufgeschrieben. Okay, bei Bravo Team geht's ums Ballern. Viel Spaß. Bei Bravo Team wird geballert. Ballern auf einer Brücke, ballern im Polizeirevier, ballern im Hinterhof. Genau genommen ballert man in VR, mit dem Aim-Controller, der letztes Jahr extra für Farpoint auf den Markt geballert wurde. Zu Beginn des Spiels ballert man mit einem Militärfahrzeug durch ein fiktives osteuropäisches Land. Doch plötzlich ballert es richtig laut. Hilfe! Die Präsidentin des Landes wird von ein paar ballerwütigen Terroristen entführt. Sie haben die Präsidentin entführt. Ballern Sie los. Okay, ballern. Ja, ballern! Damit man nicht vom Ballern abgelenkt wird, kann man gar nicht selber laufen, sondern ballert per Knopfdruck automatisch von einer Deckung zur nächsten.
Per Handbewegung signalisiert man dem Bravo-Team KI-Kollegen, ob er sitzen und ballern, vorlaufen und ballern oder mal kurz nicht ballern soll. Für Gespräche oder Emotionen bleibt beim Ballern eigentlich keine Zeit. Da vorne sind Gegner. Sie müssen ballern. Ja, ballern. Ballern, ballern, go, go. Weil das Spiel außer Ballern also keinen Inhalt hat, ballern wir den nun folgenden Gag raus, der auf amüsante Weise die Wortnähe von Bravo-Team und der Jugendzeitschrift Bravo verballhornt. Sergeant Sommer, wegen dem Ballern. Wir planen das jetzt so das erste Mal und naja, ich bin ein bisschen nervös. Deine Gefühle sind ganz normal. Du musst dir keine Sorgen machen, das wird schon. Hm? Ja, genau, das stimmt. Ich war auch nervös beim ersten Mal ballern. Okay, ja, das ist ja super, weil ich dachte, ich bin irgendwie komisch oder so. Nein. Was war denn das Problem? Na, ich war mir einfach über meine Gefühle nicht im Klaren. Vielleicht war ich einfach noch nicht bereit zum Ballern. Da hörst du's. Zum Ballern kann man sich richtig Zeit nehmen. Hm? Beim Ballern in Bravo-Team kann man sich keine Zeit lassen. Gerade noch ballert ihr gemütlich aus der Deckung und schon ballert ein Gegner vom Balkon. Dann heißt es, schnell zur nächsten Deckung ballern. Oder ihr ballert zu schnell ins Getümmel und plötzlich ballert's von allen Seiten. Achtung, Sie ballern von allen Seiten. Jetzt schnell ballern. Oder ihr denkt, ihr habt schon alle weggeballert, doch plötzlich schießen sie von hinten. Wie heißt es richtig? Ballern. 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 Ballern sie von hinten. Die Programmierer haben sich wohl ordentlich einen reingeballert, denn selbst mit dem Aim-Controller hat der herumzuckende Ballermann gerne mal Ballerhemmung. Ballert ihr aus der Deckung heraus, könnt ihr euch beispielsweise nicht weiter als 180 Grad drehen und ballert daneben. Genau genommen spielt sich die Ballerei nach 2 Minuten genauso wie nach 3 Stunden. Man ballert. Sergeant Sommer, Was gibt's denn, mein Lieber? nochmal wegen dem Ballern. Was ist denn, wenn mein Ballermann zu klein ist? Also darauf kommt's beim Ballern nun wirklich nicht an. Hm? Ja, das stimmt. Da hörst du's, der Mann hat recht. Das war ein Witz, Mann. Ihr habt alle ganz kleine Ballermänner. Na, also das ist jetzt Mobbing, ne? Zur Strafe wird geballert. Bock mehr, ey. Selbst die Ballersounds ballern irgendwie nicht. Ballert man auf die Gegner, spürt man deshalb gar nicht, wie das reinballert. Und auch die Leveldesigner müssen komplett verballert gewesen sein, denn sie haben die Marktplätze, Brücken und Polizeireviere allesamt mit braun-grauen Schmiertapeten zugeballert. Dann gibt es noch den Punktejagd-Modus, in dem ihr Punkte jagt. Der Auftrag lautet, Punkte jagen. Wie jagt man Punkte? Sie müssen ballern. So, ich baller jetzt die Wahrheit raus. Egal ob das Ballern oder das Ballern, Bravo-Team ist einfach kein gutes Spiel. Höchstens eine mit 40 € völlig überteuerte Ballerdemo für den Aim-Controller. Doch selbst das kann Farpoint aus dem letzten Jahr akkurater und ballert im direkten Vergleich deutlich mehr Story, Inhalt und Abwechslung obendrauf. Wer sich Bravo-Team trotzdem reinballert, hat in seinem Leben vermutlich einfach zu wenig geballert. Sergeant Sommer! Ja, was ist denn, mein Lieber? Mein linker Hoden hängt tiefer als der rechte. Ich traue mich nicht zu ballern. Also da müssen Sie sich nicht schämen. Das ist ganz normal. Der Hoden ist ein komplexes Organ. Nein, Sergeant Sommer! Sergeant Sommer! Jetzt werde ich niemals richtig lernen zu ballern. Sophia, ich hab's schon wieder vergessen. Worum ging es in dem Spiel eben nochmal? Ballern. Ah ja, genau. Nee, warte mal. Ballern? Bist du sicher, dass es nicht Schießen war? Ich bin ziemlich sicher, dass es Ballern war. Mist, dann funktioniert meine Überleitung nicht. Wieso? Na, ich wollte sagen, dass das nächste Spiel ein ziemlicher Schuss in den Ofen ist. Ja, sag doch einfach Schlag ins Gesicht oder sowas. Jo, einfach da hinsetzen. So, was ist das jetzt hier? Das ist Scribblenauts Showdown. Boah, cool, Scribblenauts. Showdown, geil, Wrestling, oder? Nee, nicht ganz. Ja, was dann?
Kann ich dir sagen, Scribblenauts Showdown ist ein perfektes Beispiel dafür, wie man ein einstmals kreatives Spielkonzept mit miesen Designentscheidungen auf schnellstem Weg in die Grabbelkiste verfrachtet. Ist ja gut. Nicht weinen. Obwohl, ein bisschen zum Heulen ist uns auch zumute, denn Scribblenauts Showdown hätte eigentlich ein tolles Spiel werden können. Der erste Teil im Jahr 2009 wurde von Fans und Kritikern gleichermaßen gefeiert. Die Idee, eine schier endlose Anzahl von Dingen aus dem Nichts zu erschaffen und damit Rätsel zu lösen, war neu und kreativ. Die Präsentation sympathisch und die Steuerung, naja, zumindest ausbaufähig. Mit der Zeit nutzte sich das Konzept aber ab und die Verkaufszahlen gingen zurück. Nun musste eine Lösung her. Und was tut man, wenn jemand am Boden liegt? Polizei rufen. Alter, spinnst du? Polizei rufen, 31er. Gucken, ob er noch lebt. Und dann nochmal drauftreten. Oder man hilft ihm wieder auf die Beine. Scribblenauts Showdown versucht das mit einem Mehrspielerfokus, der bislang eher ein optionales Gimmick war. Im namensgebenden Showdown-Modus können nun bis zu 4 Spieler in einem Mix aus Brettspiel- und Minispielsammlung gegeneinander antreten. Die Raffinesse und Abwechslung eines Mario Party sucht man hier, aber vergeblich. Jeder Spieler erhält eine Handvoll Karten mit verschiedenen Effekten. Tolle Karte. Wir legen wir die erstmal weg. Hier hin, so. Manche lassen eure Figur nach vorne ziehen, andere schicken den Gegner zurück, tauschen Plätze oder ähnliches. Während manche Effekte sofort in Kraft treten, muss um andere aber erst gespielt werden. Der Gewinner darf dann den Effekt einsetzen. Klingt erstmal nicht schlecht, wären die Minispiele nicht so unglaublich langweilig und einfallslos. Von der Kreativität, die die Reihe berühmt gemacht hat, ist hier nichts zu spüren. Stattdessen gibt's ziemlich dreiste Kopien von Flappy Bird, Angry Birds, Trapper oder Disc Jam, die mit dem eigentlichen Prinzip von Scribblenauts wenig bis gar nichts zu tun haben. Bei sogenannten Wortspielen müsst ihr euch zu Beginn des Spiels einen Begriff aus einer bestimmten Kategorie ausdenken, um einen Vorteil zu erhalten. Merklich Einfluss aufs Spiel hat das aber selten. Ob an eurem Rover nun Affenbrotbäume oder Klettergerüste hängen, ist ähnlich egal wie euer Gefährt beim Supersprint. Höchstens die Wahl der Waffe beim Mittelalter-Fiasko kann entscheidend sein, vielleicht sogar etwas zu entscheidend. Den spielerischen Tiefpunkt stellen die rasanten Spiele dar. Rasant bedeutet in diesem Fall saudämlich, denn egal ob ihr auf eine Pinata einkloppt, eine Flasche Mineralwasser schüttelt oder einen Luftballon aufpumpt, steuern tut sich das Ganze so. Also das kommt mir sicher nicht ins Haus. Guck mal. Mein Gott, das ist ja lächerliches Gehampel. Das ist unter meiner Würde. Das ist doch ridikül. Hinzu kommt, dass es gerade einmal 27 Minispiele gibt, die sich ständig wiederholen. Und obwohl man den Showdown-Modus zu 4 spielen kann, treten in Minispielen jeweils nur 2 Spieler gleichzeitig an. Auch das Spielbrett ist einfallslos und bietet keinerlei Gimmicks oder alternative Pfade. Alles in allem kommt hier einfach keine Freude auf, weder allein noch im Verbund mit Freunden. Den Duellmodus kann man gleich mit abhaken, denn hier spielt ihr dieselben Minispiele, bloß ohne Spielbrett. Bleibt noch der Sandbox-Modus. Hier spielt man Scribblenauts, wie man es kennt und liebt. Nur in schlecht. In den 8 mickrigen Levels hat man nach 1-2 Stündchen alles gesehen und besonders spaßig ist das Ganze auch nicht. Das liegt vor allem an den Rätseln. Präsentiert werden die serientypisch über kleine Denkblasen über den NPCs und kurze Beschreibungen im Starite-Protokoll. Der Anspruch der Rätsel schwankt dabei von einem ins andere Extrem. Einige sind viel zu naheliegend. Boah, ey, was will die Alte denn? Ein iPhone. Ein Apfel. Worauf spielt sie an? Das Paradies. Ein Sünder vielleicht. Die Strafe Gottes. Nee. Ah, das ist diese Frucht. Wie heißt das? Ein Burner. Ah, Birne. Ja, Mann, geil. High five. Verpiss dich, Alter. Andere zu weit hergeholt. Da ist keine Krake, Papa. Du musst erst den Dreizack einsammeln, damit die Krake erscheint. Ach so? Oh, jetzt bin ich tot.
Vor allem sind es aber zu wenig. Gerade einmal 10 Rätsel pro Level, von denen manche einfach nur erfordern, einen Gegenstand von A nach B zu bringen, sind bei einem Kaufpreis von 40 € schon etwas frech. Da hilft es auch nicht mehr, dass man das Ganze im Koop-Modus spielen kann oder mit verdienten Stariten neue Kostümteile oder spezielle Gegenstände freischaltet. Nur die Steuerung ist wirklich gut gelungen. Ja! Ist das abgefahren? Nee, war ein Scherz, die Steuerung nervt auch. Ständig öffnet man versehentlich das Baumenü, obwohl man eigentlich springen will. Und im Baumenü selbst muss man mit dem Sprungknopf dann plötzlich bestätigen. Und das Schreiben hat mit dem Touchpad und Stylus selbst auf dem DS schon besser geklappt. Scribblenauts Showdown macht tatsächlich nichts wirklich gut und das meiste ziemlich schlecht. Der Switch-Spieleabend wäre damit also definitiv nicht gerettet. Spielt doch lieber mal wieder ein richtiges Brettspiel zur Abwechslung. Eure Freunde werden es euch danken. Entschuldigen Sie, ich suche die News. Die News? Ja, die sind ein Stockwerk tiefer. Ach so. Freunde, hier seid ihr richtig. Und die wichtigsten News der letzten Woche habe ich heute natürlich auch dabei. Vergangene Woche gab es mal wieder ein Nintendo Direct, bei dem allerhand Neuigkeiten verkündet wurden. Zunächst hat Nintendo gezeigt, dass sie den 3DS nicht im Stich lassen. Angekündigt wurden etwa WarioWare Gold, ein Remake zu Luigi's Mansion oder Mario und Luigi Abenteuer Bowser. Im Mittelpunkt der Präsentation stand dann aber die Switch. Spiele wie Okami HD, Crash Bandicoot Insane Trilogy, Undertale oder South Park werden dieses Jahr ihren Weg auf die Nintendo Heimkonsole finden. Nach einer ausführlichen Vorstellung der Features von Mario Tennis Aces gab es außerdem Einblicke in die erste Erweiterung zu Splatoon 2. Am Ende des Videos folgte dann aber noch eine große Enthüllung, die Fans weltweit hysterisch schreien ließ. Ein neuer Teil der Super Smash Bros. Reihe wurde angekündigt. Endlich ein neues Super Smash Bros. Bis wir davon allerdings mehr sehen können, müssen wir noch bis zur diesjährigen E3 warten. Und da erwartet uns womöglich auch gleich die nächste Rückkehr einer großen Spielereihe. Eine Ankündigung eines neuen Splinter Cell-Teils steht allem Anschein nach in den Startlöchern. Schuld am Gerücht ist Amazon Kanada, die eine bisher noch sehr leere Seite zu Tom Clancy's Splinter Cell 2018 veröffentlichten. Bis auf den Publisher Ubisoft sind keine weiteren Informationen angegeben. Die mobile Seite enthält allerdings noch den Zusatz E3 in der Adresszeile. Somit kann man stark auf eine E3-Enthüllung hoffen. Eine große Überraschung wäre das aber auch ohne Amazon nicht. Schließlich gab Ubisoft schon im letzten Jahr bekannt, dass bereits Konzepte für ein neues Splinter Cell vorliegen und der letzte Teil liegt immerhin auch schon 5 Jahre zurück. Noch länger zurück liegen die ersten Abenteuer der geschmeidigen Grabräuberin Lara Croft. Im Kino treibt es zwar gerade die neue Lara herum, wir wollen aber die alte, virtuelle Ballerarchäologin zurück. Und zufällig bekommen wir sie auch. Die ersten 3 Tomb Raider-Teile erhalten ein Remaster für den PC. Das bestätigt der Entwickler Realtek via Twitter. Zusätzlich gaben sie bekannt, dass Besitzer der MS-DOS-Version kostenlosen Zugang zu den remasterten Teilen bekommen sollen. Ein Release-Datum und die offizielle Ankündigung vom Publisher Square Enix blieben aber bisher aus. Hammer, oder? Das war's aber noch gar nicht mit Lara. Denn den Teaser zum neuesten Teil, Shadow of the Tomb Raider, den gibt's auch noch. So, das reicht jetzt aber auch mit den News. Ich würde sagen, wir brauchen wieder ein paar Girls hier, also zurück zu den Mädels. Danke, Krogi. Starke Leistung. Ähnlich charismatisch geht's jetzt auch weiter mit einem echten Superstar der Videospielwelt. Er hat sogar einen eigenen Wikipedia-Eintrag. Oho. Ich zitiere: Aufgrund seines Aussehens und seiner Fähigkeiten werden ihm in der Computerspielpresse häufig Spitznamen wie Marshmallow, Airbag oder Kopfkissen gegeben. Eine Bezeichnung, die von offizieller Seite im Deutschen sehr häufig verwendet wurde, ist Edelknödel. Kirby. Kirby ist eine echte Traditionsmarke von Nintendo. Den rosafarbenen, saugstarken Ball gibt's schon seit über 26 Jahren und er hat schon weit über 20 Auftritte hinter sich. In Star Allies feiert Kirby nun sein Debüt auf der Switch und einmal mehr muss er die Welt retten. Denn irgendwo im All heckt ein böser Zauberer Böses aus. Er erschafft ein böses Kristallherz und schickt dessen Splitter zu vielen verschiedenen Welten, unter anderem auch zum Traumland, Kirbys Heimat. All jene Traumlandbewohner, die die bösen Herzkristalle anschauen, werden plötzlich böse. Als Kirby davon Wind bekommt, macht er sich auf die Socken, um der Sache nachzugehen.
Wie immer kann Kirby Gegner einsaugen und deren Spezialpower übernehmen. Doch in Star Allies hat er noch eine neue Fähigkeit. Mittels Herzchenwurf kann er aus den Gegnereien Freunde rekrutieren, die ihn dann tatkräftig unterstützen. Dank der Kraft der Freundschaft befreit Kirby die Bewohner des Traumlandes vom Bösen und bringt die Liebe wieder zurück. Zumindest will uns das Kirby glauben machen. Na klar, so ein niedlicher Kerl, der mit Herzen um sich wirft, kann ja nur gut sein. Aber schauen wir doch mal genauer hin. Kirby stapft durch die Gegend und frisst am laufenden Band denkende, fühlende Wesen. Ganz offensichtlich hat er keinerlei Skrupel oder Gewissensbisse, das Leid von anderen kümmert ihn nicht. Und die Art, wie er neue Freunde gewinnt, ist auch nicht normal. Die Gegner folgen ihm ja nicht freiwillig, sondern erst nach der erzwungenen Einnahme dieser Herzdroge. Man könnte auch sagen, Kirby verabreicht ihnen Roofies, um ihren Willen zu brechen und sie gefügig zu machen. Spätestens jetzt sollte klar sein, Kirby ist nicht der Held, der er vorgibt zu sein. Hinter der Knuddelfassade verbirgt sich ein schrecklicher Tyrann, die Geißel des Traumlandes. Und immer, wenn wir die Switch einschalten, lassen wir diesen Tyrannen auf die friedlichen Traumlandbewohner los. Hallo Freunde, ich bin wieder da! Oh nein, nicht schon wieder. Ich kann das einfach nicht. Lasst uns zusammen spielen. Ein Herz für Leoloda, ein Herz für Waddle-Doo und ein Herz für... Kirby, könntest du Pippo vielleicht hier lassen? Ihm geht's heute nicht so gut. Oh, dir geht's nicht so gut? Aber Pippo, wenn du nicht mit mir spielst, dann werde ich deine Familie essen. Nein, bitte nicht. Doch, Pippo, das mach ich. Zuerst esse ich Papa Peng, dann Mama Peng und zum Schluss dein Kleinbruder Popo Peng. Willst du das, ja? Nein, Kirby, du hast gewonnen. Ich spiele mit. Na also, ich wusste doch, dass du vernünftig bist. Mit seinen lieben Freunden rumpelt Kirby also durch die zahlreichen Levels verschiedener Welten und macht alles platt. Kirby ist ja alleine schon imbar, aber zusammen mit 3 Mitstreitern ist er quasi unbesiegbar. Die wenigen Widerstandskämpfer, die sich gegen Kirbys Schreckensherrschaft auflehnen, fallen wie die Fliegen. Und wenn Kirby doch mal was einstecken muss, dann eigentlich nur aufgrund von Übersichtsproblemen. Gerade bei Bosskämpfen herrscht ein derartiges Gewusel und Geblitze, dass koordiniertes Vorgehen kaum möglich ist. Aber wie gesagt, Kirby und seine Freunde sind so mächtig, dass sie selbst mit Planlosigkeit gewinnen. Und sollte Kirby tatsächlich mal draufgehen, juckt's ihn kaum. Schließlich werden ihm die Extraleben geradezu hinterhergeschmissen. Ein bisschen mehr Koordination ist bei den regelmäßigen Mini-Rätseln gefragt, mit denen Kirby geheime Räume mit Bonuskram freischaltet. Hier muss er nämlich die richtige Spezialpower mit der richtigen Elementpower kombinieren, um einen Mechanismus zu aktivieren. Mal versorgt er mit seiner Blitzpeitsche einen entfernten Schalter mit Strom, ein andern Mal schützt er mit dem Kumpelschirm eine brennende Zündschnur vor Wasser. Aber dank eingeblendeter Tipps und der Bereitstellung der benötigten Freunde vor Ort sind diese Rätsel doch ziemlich einfach. Als Belohnung gibt's meist, wie könnte es anders sein, Extraleben und oft auch Puzzleteile, mit denen Erinnerungsbilder vervollständigt werden. Aber manchmal verbirgt sich in einem Geheimraum auch ein großer Schalter, der auf der Weltkarte einen neuen Abschnitt freischaltet. Es liegt auf der Hand, dass das neue Freunde-Feature mit dem Gedanken an 4-Spieler-Koop-Action entworfen wurde. Und der Koop-Modus funktioniert auch echt gut. Ihr könnt insgesamt 4 Joy-Cons mit einer Switch koppeln und eure Mitspieler absolut problemlos ins laufende Spiel reinholen. In Sachen Benutzerfreundlichkeit geht's kaum besser. Zu viert ist zwar noch ein wenig chaotischer, weil menschliche Mitspieler eben ihren eigenen Kopf haben, aber das macht den Mehrspielermodus auch irgendwie ganz unterhaltsam. Als nette Dreingabe gibt's noch kleine Minispiele, in denen ihr Kometen wegkloppen oder Holz hacken müsst. Tja, wie gesagt, nett. Nett ist, die kleine Schwester von Scheiße, ja? Kirby Star Allies ist also bestimmt kein Spiel für Leute, die die Herausforderung suchen. Der Spaß kommt hier eher durch die schwachsinnig knuffige Grafik, die witzigen Animationen und durch die hohe Abwechslung im Spielverlauf. Ständig werdet ihr mit neuen Spielsituationen konfrontiert, auf die ihr euch einstellen müsst. Dass keine davon wirklich fordert, ist eher Nebensache. Wenn ihr also leichte Jump'n'Run-Kost sucht und nichts gegen ein bisschen Chaos habt, können wir Kirby Star Allies empfehlen. Bedenkt aber bitte Folgendes: Wenn ihr dieses Spiel kauft, verlängert ihr auch die Schreckensherrschaft von Kirby und damit das Leid der Traumlandbewohner.
Pupeng? Ich überlege gerade, ob ich ihn essen soll. Nein, Kirby, bitte nicht. Du hast gesagt, wenn ich mitspiele, isst du ihn nicht auf. So, habe ich das? Ja! Ich hab gelogen! Hilfe, bitte! Ich hab dich! Oh nein! Hilf mir, Pippo! Ich will nur nicht sterben! Jetzt bin ich dein Bruder! So, jetzt aber mal Schluss hier. Wir müssen den anderen auch ein paar Themen übrig lassen. Ach echt? Ja. Jetzt ist aber gar nichts mehr da? Nein? Ja, dann brühen die sich ein paar Themen wieder auf. Wieder schauen. Reingehauen. Vincent, du hast mich gesucht? Hey, Trant, ganz kurz. Hör mal, ich glaube, ich habe Monster erschaffen. Hier. Timo oder was? Nee, der da. Das ist ein Gymnastikball mit Augen. Ja, schau mal, Eike ist nicht da. Er ist wahrscheinlich im Supermarkt oder so. Nee, du verstehst nicht. Nö. Ich geh mal los, ne? Bis morgen. Ciao. Er hat sie gefressen. Das ist Quatsch, Vincent. Trant! Fuck! Scheiße! Hä, was ist denn da los? Oh mein Gott! Nein! Mark, nein! Ja, dann brauchen wir wohl einen neuen Aufnahmeleiter. Ja, okay. Skr, skr, skr. Skr, skr, skr. Du hast aber einen Fussel da hängen. Das ist mein Barthaar. Ja, stimmt. Hi. Hallo, sollt ihr sein. Ich weiß. Nächstes Mal. Meine Aufmerksamkeit, Hey wenn sie Sophia, mich an... hast du nicht mal Bock, was zu machen? Oh, sorry. Ja, vielleicht hast du nicht mal Bock, was zu machen. Ja. Zum Lavo gehen. Okay, es eskaliert. Okay. Hey, guck mal. Was? Nee, oh, sorry. Irgendwer hat irgendwas gesagt. Also, Achtung. Bist du bereit? Hi, also wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns einen Kommentar da oder am besten noch einen Daumen hoch als Like, oder? Ihr abonniert einfach den Kanal, ihr kriegt alles mit dann von uns. Hä? Alter, das ist ekelhaft, ey. Du bist nicht Bibi oder so. Ja, wer hat dein Make-up heute gemacht? Fick dich, Alter. Habibi.
Ja, lass Abo da, ne? Abo! Stehst du, Abo?